Supervisory- und Monitoring-Systeme sind ein sehr breites Feld und da gibt es auch immer wieder viele Fragen, aber auch viele Tools, mit denen wir arbeiten können. Und uns genau diese Fragen und Tools werden wir uns in diesem Video mal anschauen und mal gucken, was gibt es denn da alles für uns im KSA zu finden. Oder anders gesagt, wir stellen uns die Frage, was finde ich unter Supervisory im KSA alles? Dazu werden wir jetzt wieder ins KSA reinschauen und wir melden uns wieder auf unserer Seite ksa.karel.com mit den Daten an, die wir uns im zweiten Video haben zusenden lassen. Wir sind auf der Übersichtsseite, gehen ins KSA im Bereich Supervisory, entweder hier unten auf dieser großen Kachel oder hier oben. Wir kommen immer zum gleichen Punkt. Jetzt drücken wir mal oben drauf und sehen diese Übersicht. Wir fangen an und starten gleich mal bei den neuesten Kindern sozusagen, und zwar bei der Boss-Familie. Die Boss-Familie, wissen wir ja, besteht zum einen aus dem großen Boss, aus dem Boss Mini und mal schauen, was da so noch alles in Zukunft auf uns zukommt. Fangen wir mal direkt an beim Boss. Hier oben seht ihr schon verschiedene Reiter. Einmal Service Pack Boss, Service Pack Boss Mini, Dokumentation und FAQs. Ihr werdet es erraten haben, bei den Service Pack findet ihr das Software Update für den Boss selber. Ihr findet dort zum einen immer die neuesten Updates. In diesem Moment ist es das 1.5.1, aber manchmal kann es ja auch sein, dass man an eine Bestandsanlage kommt und dort ist noch etwas Älteres drauf. Dann macht es auch Sinn, sich auch einmal ein älteres Update herauszusuchen und das findet ihr in dem Old Archiv. Schauen wir dort mal kurz hinein, nur dass ihr es schon mal gesehen habt, wie das aussieht. Hier sind alle anderen Updates, die wir veröffentlicht haben, drin. Also wenn ihr mal wirklich einen Boss der ersten Stunde findet, könnt ihr von da aus euch hocharbeiten und Stück für Stück updaten. Bei Boss Mini sieht das ganz genauso aus. Auch dort haben wir hier sämtliche Firmware-Updates bzw. Software-Updates drauf. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommen wir nämlich zur Dokumentation. Und das sollte wirklich jeder kennen, der mit Boss arbeitet, beziehungsweise sollte jeder wissen, was sich dort verbirgt. Zum einen finden wir hier alles von den Kommunikationsprotokollen, so möchte ich es mal nennen. Ob Bugnet, Modbus Slave, auch Fragen zu Plugins, Thermodebugging findet ihr hier viele Informationen. Das Manual findet ihr hier und für alle Informationen für VPN. VPN, Virtual Personal Network. Also wenn ich ein privates Netzwerk mit dem Boss aufbaue und eine direkte Verbindung 1:1 mache. Viele kennen es aus dem Bereich Firmennetzwerke. Hier oben könnt ihr nochmal durchschauen. Dort haben wir Leafletten, alles was so dazugehört, also alle wichtigen Basisinformationen. Wir gucken mal in das Thermodebugging rein. Das sind alles auch Themen, die werden wir uns beim Boss nochmal detaillierter anschauen, wenn wir den Boss vorstellen und auch einen Boss mal komplett parametrieren, mal ein Firmware-Update machen und all diese Dinge, die es dort zu tun gibt. Aber jetzt gucken wir mal spaßeshalber einfach hier rein und ihr seht, Thermodebugging haben wir hier die Guideline als PDF und einmal auch eine Präsentation. So sieht das Ganze aus. Hier wird erklärt, was ist das eigentlich. Die Präsentation könnt ihr euch auch herunterladen, wenn ihr das möchtet. Hier unter Downloads. Und dann bekommt ihr die PDF als Download. Wir verlassen diesen Bereich aber jetzt und gehen mal auf die FAQs. Und das ist etwas, was ich besonders schön finde, weil hier findet ihr jede Menge Produktvideos. Also nicht nur Produktvideos, sondern FAQ-Videos. Hier werden einzelne Schritte gezeigt. Alles, was ihr braucht, um
ja, die Basics im täglichen Leben zu machen. Also wenn ihr euren ersten Boss einrichten wollt, wäre es total gut, diese Videos alle schon mal zu haben und sich anzuschauen. Hier geht es los mit den verschiedensten Sachen von Copy Device Configuration auf einem Boss. Was das ist, sehen wir im entsprechenden Video. E-Mail on Alarm, also der Versand einer E-Mail, wenn ein Alarm auftritt. Import und Export von Modellen, Lichtsteuerung, verschiedene Reports, Telegram Messages on Alarm, also den Versand von einer Telegram-Nachricht, also Telegram-App-Nachricht, wenn ein Alarm auftritt und vieles, vieles mehr. Also, wenn ihr Fragen habt zum Thema Boss, wäre es total gut, wenn ihr hier mal reinschaut, weil hier findet ihr wirklich tolle Videos, die euch zeigen, wie könnt ihr bestimmte Themen lösen. Gateways, da werden wir nur mal einen kurzen Blick reinwerfen. Viele haben nichts mit den Gateways zu tun. Da kommt auch erst einiges, was richtig interessant wird. Hier haben wir Bluetooth-Version, Wi-Fi-Version. Diese gucken wir uns auch an, wenn es um das Thema Connectivity geht. Firmware, auch da wieder Thema Update von den Gateways. PlantWatch Pro. Hier findet ihr zu dem PlantWatch Pro natürlich alle Informationen, die ihr benötigt. Auch hier wieder FAQs, ganz wichtiges Thema, und Service Packs. Das sollte man auf dem Schirm haben, wo ihr die findet. Und das seht ihr auch hier wieder. Die Reiter hier oben findet ihr alle. Angefangen von Home, Service Packs, Changelog, also was wurde alles dort gemacht. Zu den FAQs bis hin zu den XML-Models, die ihr vielleicht mal brauchen könntet, falls ihr noch überhaupt mit dem PlantWatch Pro arbeitet und nicht sowieso schon auf dem Boss seid. PlantVisor Pro, der eine oder andere kennt ihn vielleicht noch. Es gibt noch einige, die im Feld laufen. Hier würdet ihr diese Informationen finden. Hier der Standard PlantWatch Pro und hier noch alles ringsrum um das Thema Terra. Terra ist mehr so eine OEM-Lösung. Es könnte aber sein, dass euch das mal begegnet, wenn ihr an einem Kaltwassersatz zum Beispiel oder einer Wärmepumpe arbeitet, dass der eine oder andere Hersteller schon eine Terra-Box zum Beispiel mit dort verarbeitet hat. Da würdet ihr hier Informationen zu dem Thema Terra finden. Mein Rat an euch, wenn ihr als Installateure draußen unterwegs seid und ihr habt eine Frage zur Terra-Box, sprecht mit dem Hersteller von der Anlage, weil der weiß genau, was er bei sich da wie gemacht hat. Und Informationen allgemein, FAQs, findet ihr hier. Das war es auch schon zum Bereich Supervisory, also alles, was Monitoring und Überwachungssysteme angeht. Das findet ihr in diesem Bereich. Und dann können wir uns eigentlich wieder der Frage widmen, was kommt im nächsten Video dran? Im nächsten Video schauen wir auf den Bereich Marketing. Und da verbirgt sich auch für Expansionsventile auch noch ein paar interessante Informationen dahinter, aber grundsätzlich auch alles, was so Marketinginformationen angeht. Advertisement, wenn ihr für den Bereich Werbung etwas machen möchtet und möchtet bestimmte Informationen von uns nutzen, die findet ihr dort drin. Dann bleibt mir nur eins zu sagen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir haben jetzt noch 2 Videos vor uns und wir sehen uns in den nächsten Videos.